Amin ya Sultan. Medet ya Sultanul Evliya. Medet ya Sultanul Enbiya. Medet ya Ricalallah. Oturun. Möge Allah uns nicht von uns sprechen lassen. Von uns selbst. May Allah not let us talk from ourselves or about ourselves. Tarikatun es-sohbe hayrun fi cemia. Ohne Zweifel hat das Wort das Sagen. Das kann gut. Without a doubt, the word has the saying. Und wer ein Ohr hat, hat zu horchen. And the one with an ear has to listen. Du solltest dich fragen, oh du, warum habe ich Ohren? And you should ask yourself, why do I have ears? Zu horchen hast du die Ohren. For listening. Und wen hast du zu horchen? And to whom do you have to listen to? Wer hat das Vorrecht, dir etwas zu sagen? Wer hat das Sagen überhaupt? Den hast du zu horchen. Who has the right to talk to you, has the saying in telling you what to do? Wer hat das Sagen, oh Sheikh? So who has the saying, O Sheikh? Na, wer zuerst gesprochen hat, der hat das Sagen. Well, the one who said it first, he's got the saying. Sheikh, das wissen wir nicht. Das muss irgendein Affe gewesen sein, der zuerst gesprochen hat. Sheikh, we don't know about that. It must have been an ape who did that. Hast du recht. Und das könnte nur dein Großvater gewesen sein. Well, you're right. It must have been your great-great-great-grandfather. Aber nicht mein Großvater, du Affe. But not my grandfather, you ape. Wer hat das Wort am Anfang gehabt? So who had the word in the beginning? Wer hat zuerst gesprochen? And who talked first? Der immer was zu sagen hatte. Der immer sprechen konnte. The one that always was talking, the one who always had a saying. Und er musste von niemandem weder ein Wort noch das Sprechen lernen. And he never had to learn how to talk or how to say a word. Er war da. He was always there. Er war da und er konnte sprechen. He was there and he could talk. Er ist da und er kann sprechen. And he is here and he can talk. Niemand braucht ihm etwas beizubringen. And nobody has to teach him anything. Und niemand hat hier etwas zu lernen. And he doesn't have to learn from anybody. Er ist der alles Wissen und Weisheit besitzt. He is the owner of all of knowledge and all of wisdom. Er kein Wort bedürftig ist, um zu existieren. And he doesn't need a word to exist. Aber wir alle, alles Geschöpf in der Existenz, jedes Atom,
But we, all in creation, every atom, we do. Wir sind alle bedürftig das Wort. And we are in need of the word. Nicht das Essen, nicht das Trinken. Not food, nor drink. Alles, was da ist, ist nur in Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit, ist nur das eine bedürftig, um zu existieren. Everything that there is really only needs one thing to exist. Das Wort. The word. Das Wort, das sagt, sei. The word that says, be. Ohne das Wort, das dir sagt, sei, bist du nicht. Without that word that tells you to be, you are not there. Also was bist du bedürftig? So what are you in need of? Das Wort, das dir sagt, sei, das bist du bedürftig. The word that tells you to be, that is what you need. Wer ist Zeuge, So who is witness to that? dass es das Wort war, dass es dir dein Sein gegeben hat? That it was the word that gave you being. Na, deine Ohren sind Zeugen. Zuerst waren sie da, nicht dein Herz, dein Gehirn. Dein Ohr war da und du hast Ohr und dein Ohr ist Zeuge. Well, your ears, of course, because you had to listen, not your heart, not your brain, your ears. That what make you sound, that what was made you hear the sound. Dein Ohr ist Zeuge. And your ear is the witness. Weil niemand anderes kann dir es bezeugen, dass da ein Wort war, das dir sagte, sei. Because there's nothing else that can bear witness and tell you as a witness that there was a word be. Sheikh, so viel Wert hatten wir und hätten wir nie gegeben hier unter den Ohren. Wir dachten, die Esel haben auch Ohren und ihre sind größer als unsere. Sheikh, we never gave so much worth and never would have given so much worth to our ears, because donkeys got ears as well and theirs are bigger than ours. Hast du recht, du Esel, du zweibeinige Esel. Das Esel hat längere Ohren und die hören nicht gerne. Und wer nicht gerne hört, was muss er? Fühlen. Of course, your donkey on two legs, because he's got those long ears because he didn't want to listen. He's what hard in hearing, and those who don't want to hear, they have to feel it. Und deshalb, der Besitzer des Esels hat immer einen Stock oder Peitsche in seiner Hand, weil das Esel da hat lange Ohren, aber kein Gehör. And that's why the owner of the donkey always got a little whip or a little stick to beat him, because those ears don't want to listen. Was bedeutet das, Sheikh? Lange Ohren haben und dann noch Peitsche. Lange Ohren bedeutet nicht, dass man Gehör hat. Oh, Sheikh. Das Esel hat lange Ohren, aber kein Gehör. Oh, Sheikh, what does it mean to have long ears and then a whip? Because those long ears don't mean that your hearing is good, that you understand and that you listen. Was nützen einem, der kein Gehör hat, lange Ohren? So what good does long ears do for hearing, Hajamin?
Die Elefanten haben noch größere, wie Palmen. And the elephants got even bigger ears like palm trees. Wenn man zur Sonne unter Sonne gestanden hat in der Wüste, oder kann man sich da hier schön hier in Schatten legen hier und schön hier Jellan Meck. Windfächern. Nein, was hier? Windfächern, also Wedeln. Wedeln. Ja. And when you're in the desert, it's so nice to stand at the shadow of that big thing, and the ears are fanning you air. Unter den Ohren des Elefanten kann man sich schön hier Windbädern lassen und abkühlen, aber das Elefant hat davon nichts hier, dass er lange Ohren hat. Underneath those long ears of an elephant, you get shadow and get cool air, but the elephant itself doesn't have no good of it. Der Mensch hat alles genau richtig bekommen. Schön in Maßen. And the human got everything as it should be, everything in measure. Oh Mensch, schau dich an, nicht vor dem Spiegel. Mach mal eine Ausnahme. Oh, you human, look into the mirror. Or don't look into the mirror, make an exception. Stell dich vor dem Elefanten. Stand in front of the elephant then. Stell dich vor dem Esel. And stand in front of the donkey. Und schau dich an, deine Ohren an und schau seine Ohren an. And then you look at your ears and then you look at their ears. Schau seine Beine an, schau deine Beine an. Look at their legs and look at your legs. Oh ihr Frauen, stellt euch neben den Elefanten, schaut seine Beine an, schaut eure Beine an. Oh, Yeah. you ladies out there, standing next to the elephant, look at their legs and look at your legs. Ich bin eine Frau mit Elefantenbeinen. I'm a lady Geh with auf das elephant Podium. legs. Was? I'm a lady with elephant legs, so big and thick. Da kannst du bei jeder Schönheit hier Vorzeige-Bein, du kannst deine Beine versichern lassen, habe ich auch gehört. And some photo models have an insurance on their beautiful legs. I heard about. Allah, der Herr, der Schöpfer, sagte über dich den Menschen, und ich habe dich ahsene Taqwim erschaffen, als das Schönste in der Schöpfung habe ich dich erschaffen. And the Lord says, "O you human, I created you as the most beautiful in all of existence." Hat er gelogen? Stell dich neben den Elefanten, stell dich neben dem Esel, Fuchs, Wolf, Schlange, Katze, Hund, Fisch und mach einen Vergleich. Well, did he lie? Stand next to an elephant, a donkey, a fox, a wolf, a cat, a dog, a fish, and compare. Einer der schönsten Tiere ist ein Pferd. Stell dich neben dem Pferd. One of the most beautiful creatures among the animals is a horse, so stand next to a horse. Und frag, wer ist der Schönste in diesem Land? And then ask, who's the most beautiful in all this land? Stell dich vor dem Spiegel deines Gegenspielers, vor dem Pferd, Spiegel des Pferdes, Spiegelbild des Elefanten, Esels, und schau dich an und frag diesen Spiegel, Spieglein, Spieglein, wer ist hier Schönste in diesem ganzen Land? And then put a mirror up and stand next to the legs of an elephant, to a horse, and then ask the mirror, "Oh mirror, mirror,
who's the most beautiful in all of this land. Versteht ihr mich, Haji Amin? Inshallah. Do you understand me, Haji Amin? Hast du so gedacht jemals? Niemals. Jedes Bild von einem Wesen ist ein Spiegel. Mach sie zu deinem Spiegel und frag, wer ist hier der Schönste? Have you ever heard about this? To take the mirror image of every animal there is in this creation and to ask that mirror Alle image. Spiegel der ganzen erschaffenen Kreaturen werden dir sagen, du bist das Schönste im ganzen Land. And all creatures, everything will say, you are the most beautiful in all of creation, in all of this land. Sag nicht, das ist ein Märchen, das ist eine Geschichte. Jedes Märchen, Geschichte hat seine Geschichte. Ein Fundament von der Wahrheit. Don't say this is just a story, just a fairy tale that we're telling you, because every tale and every story got its foundation in the truth that it stands on. Schaut mal, wohin uns das führt, diese eine Geschichte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist hier Schönste im ganzen Land? Was sagt der Spiegel? See, where does this all lead us to? This one story. Mirror, mirror on the wall, tell me who's the most beautiful of them all. Was ist die Antwort des Spiegels, Haji Amin? Du. Du. What is the answer of the mirror? You. Lass das Bösewicht vor dem Spiegel. Das hat uns was zu erzählen und wir erzählen jetzt von diesem Spiegel. Jedes Wesen, jedes Kreatur ist ein Spiegel für dich. Und frag diesen Spiegel, wer ist hier der Schönste? Und sie werden nicht lügen. Sie können nicht lügen. Sie werden die Wahrheit sagen. Du. And this is good for you to listen. Take everything in creation, every creature you can see in their mirror image in front of you and ask them who's the most beautiful of them all, and they will always tell you, because they cannot lie, not here. Wen bezeugen sie alle, diese Bilder, diese Spiegel? Was denkt ihr? Bezeugen sie deine Wahrheit oder bezeugen sie eine Wahrheit? So, Was er, der Schöpfer, ausgesprochen hat. so to whom do they bear witness? To whom do they tell their witness? Is it to you or is it to the Lord? Was hat er denn gesagt über dich, Haji Amin? Die Krönung der Schöpfung. So what did he tell you, Haji Amin, that you are? Du bist der Schönste im ganzen Land, hat er gesagt. Ich habe dich als Schönste erschaffen. Im ganzen Land. You are the most beautiful and handsome in all of this land. In all of this land. Subhanallah, schaut mal, diese eine Ayat, ein heiliger Vers, was sie uns für Geschichten und Bilder liefern. Subhanallah, look at this one little ayat, how much pictures and images and understanding we get from that. Als wir angefangen hatten, wussten wir nicht, was wir zu sagen hatten. Und wir werden geführt, alle. When we started, we didn't know what to talk about, but we were all being guided, we were all being led. Und Allah, der Herr, sagt, glaubst du mir nicht? Oh ihr Menschen, ihr macht so viele Ästhetik-Operation, Schönheitsoperationen. Das gefällt mir nicht, dies gefällt mir nicht. Stell dich neben dem Esel, dann gefällst du dir vielleicht. And the Lord asked, oh you humans, don't you like what I tell? Do you think I'm a liar? You don't believe me, you go to all these aesthetic operations, to beauty operations, because you don't like your nose, your eyes, your ears. But let me tell you, stand next to a donkey, and then you will see. Hast du nicht gehört? Du bist das Schönste im Land.
Haven't you heard you're the most beautiful in all of this land? Wenn es unter deinesgleichen etwas Hübschere gibt, dann schau dir den Esel an. If there are some among you more beautiful than you are, just stand next to a donkey and you will see the truth. Den Giraffen an, Next to the giraffe, Elefanten an, elephant, Schlange, snake, Frosch. the frog. Schau, sind deine Augen schöner oder seine Augen schöner? Look, are his eyes more beautiful or yours? Und sag, Allah hat mich, mein Herr hat mich am schönsten erschaffen. And then you will say, Allah has created me the most beautiful Und vollkommen erschaffen, and the most perfect, in Maßen erschaffen. all in best measures. Er hat mir einen Maßanzug angezogen. He tailored me the best suit there is, all in good measures. Stell dich neben all die Kreaturen an und frag, wer ist ihr Schönste? Die anderen brauchen alle Schönheitsoperationen neben dir. Sie werden dir sagen, du bist der Schönste. Stand next to all of creatures there are, and they will say, we all need beauty operations because you are the most beautiful and we are not. Wenn die anderen Kreaturen als Menschen ein Recht hätten, sich zu beschweren, die Tiere haben kein Recht, sich zu beschweren. Wenn sie ein Recht hätten, was denkt ihr, mit was für eine Beschwerde sie Gott hier lästern würden und belästigen? If the animals were to be like humans and could talk and had the right to complain, which they do not have, what do you think they would tell the Lord and say and be bad about and gossip about? Weil sie haben ein Beispiel vor sich, den Menschen, dem besten, vollkommensten, schönsten Wesen. Mit dem können sie nicht konkurrieren. They have an example in front of them, the masterpiece in front of them, and they can't compare themselves to that. Was sollen sie machen? Selbstmord begehen. And they can't change that. Should they commit suicide about that? Was hat der, was ich nicht habe? Wenn die mal rankommen würden, dann würdest du niemals rankommen mit deiner Beschwerde. Du Mensch. Ach, du Mensch. What do you think? If they could complain, you would never get your turn in complaining. Oh human, oh man. Wenn man Tiere Vortritt gelassen hätte, Recht gegeben hätte, und ohne Zweifel sind die Tiere, die Kreaturen auf Lande, unter Wasser, in der Luft, Endloszahl mehr als die Menschheit. Wenn Allah ihnen Recht gegeben hätte, sich zu beschweren, du wärst nie rangekommen mit deiner Beschwerde. If all the animals on land, on the sea, in the air, everywhere, which there are in numbers greater than the numbers of humankind, you would never get your turn in complaining if they ever had the chance, ever had the right to complain. Schau dir den Affen an. Schau seine Arme an, schau deine Arme an. Look at the ape. Look at his arms and look at your arms. Wenn das dein Großvater sein soll, dann schau ihn dir richtig gut an. If that is supposed to be your great-great-grandfather, then look close. Was für Beine hat er, was für Beine hast du? What kind of legs does he have and what kind of legs do Schau you dir have? seine Finger an, schau dir seine Finger an. Look at his fingers and then at yours. Schau dir seinen Kopf an, schau dir deinen Kopf an. Look at his head and then at yours. Schau dir seine Ohren an, schau dir deine Ohren an. Look at his ears and then at yours. Und sag, Allah hat mich in Maßen erschaffen. And then say, Allah has created me in measure Ein Maßanzug gegeben. and tailored it perfectly to me. Mein Körper ist Maßanzug. Und alles in Maßen. Was ist das für eine Schönheit und Geschenk? My body has been tailored by a master in best measure.
Oh ja Leute, das ist nur um sich Gedanken zu machen und was für Glück man hat, bekommen hat, was für eine Ehe man bekommen hat in dieser Schöpfung, was man hat, dass ihr euch Gedanken macht und glücklich werdet. Vergleicht euch nicht mit euresgleichen, nein, vergleicht euch mit all die anderen und sagt, wir sind die Schönsten im ganzen Land. Oh, you people, these words are meant for you to realize how lucky and happy you should be and to find happiness. That you shouldn't compare yourself among yourself, like human with human, but look everywhere else and see that you're the most beautiful. Wir sind die Glücklichsten im ganzen Land. We are the most happiest in all of land. Wir sind die Geehrtesten im ganzen Land. We are the most honored in all of land. Gelobt mögen wir sein. May be praised. Gepriesen mögen wir sein. May be praised. Und gelobt möge unser Herr sein. Und gepriesen möge er sein. Praise and laud to our Lord. Und dankbar sind wir unserem Herrn, der uns so schön erschaffen hat. And we are grateful and thankful to our Lord that He created us in this most beautiful way. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah.